Mit einem größeren Reddit-Dev-Blog hat ein Mann-Entwickler RTS Diamond sein ambitioniertes Endzeit-RTS Dustfront genauer vorgestellt, in welchem ihr die Reste der Menschheit auf einer vollständig zerstörten Welt in das letzte Gefecht führen dürft. Alles zum postapokalyptischen Echtzeit-Strategiespiel, jetzt wie gewohnt kompakt in dieser neuen Zocker-Lounge Preview. In every age, there is a cause worth fighting for. Dieses Video wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen wie Steam und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Passend zum RTS-Thema gibt es hier zum Beispiel das richtig gute Starship Troopers Terran Command für gerade mal 1,50 € zum Mitnehmen. Mit einem Kauf um einen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Slitherine takes you to the front lines of the next frontier. Starship Troopers, Terran Command. Aber zurück von der einen Postapokalypse in die andere von Dustfront. Hier bekämpfen sich 4 Fraktionen, also das Imperium, die Mutanten, die Roboter und die Rebellen, um die letzten Ressourcen des Planeten. Dabei ist der Planet durch all die Kriege bereits so zerstört, dass neben einem verdunkelten Himmel auch die Überreste der Zivilisation unter einer dicken Schicht aus Ruß und Beton begraben liegen. Genau daraus zieht Dustfront auch seinen Cell-Shading-Art-Style, der erfrischend anders grau in grau und eher dunkel daherkommt, da bunte Farben oder Natur hier nichts mehr zu suchen haben. Entwickler RTS Diamond beschreibt sein Werk selbst als eine Mischung aus Command & Conquer, Dawn of War, Total War und Earth 2150, womit die Inspirationsquellen dann auch klar sein sollten. Dustfront soll eine reine, bedrückende Singleplayer-Erfahrung werden, ein Multiplayer ist also nicht geplant. Aber anders als in vielen vergleichbaren Spielen folgt die Kampagne hier keiner linearen Story, sondern lässt euch auf einer Weltkarte Sektoren erobern, für welche ihr dann jeweils in die RTS-Draufsicht wechselt. Jeder dieser Sektoren wird dabei prozedural generiert, sodass sich jeder Durchgang komplett anders anfühlen soll. Dabei solltet zu Beginn einer Partie stets deutlich unterlegen sein und euch dann Stück für Stück über harte Verteidigung nach vorne kämpfen dürfen. Hierbei ist mit einer Fülle an Einheiten über Panzer, Fluggeräte, Infanterie und andere Fahrzeuge auch alles dabei, um eure Basis nach und nach zu erweitern. Apropos Basis, natürlich werdet ihr in Dustfront auch zu Beginn wie gewohnt eine Basis mit diversen Gebäuden und Verteidigungsanlagen hochziehen dürfen. Allerdings werden euch hierzu, je nach Partie, auf der Weltkarte nicht alle Rohstoffe zur Verfügung stehen, welche euch dann zum Umdenken zwingen oder erfordern, erst andere rohstoffreichere Gebiete zu erschließen. Dazu kommen Physikspielereien, wie der sich durch Explosionen verändernde Untergrund oder die Möglichkeit, die verbleibenden Ruinen zu zerstören. Zudem sollen sich Updates erforschen lassen, sowie dann auch via Napalm Landstriche als Barriere in Brand setzen lassen, was an der falschen Stelle in einer Gaswolke natürlich zu einer gewaltigen Explosion führt. Dustfront hat noch keinen Release-Termin, soll aber, wenn es soweit ist, im Early Access-Format erscheinen und zunächst eine Kampagne rund um das Imperium bieten. Die Kampagnen für die anderen 3 Fraktionen folgen dementsprechend später. Also, wem das gefällt, haut sich den Titel auf die Steam-Wishlist, um den Dev zu unterstützen, und sobald wir uns dann dem Release-Termin nähern, werde ich wieder berichten. In diesem Sinne gerne ein Abo dalassen, damit ihr das nicht verpasst, und bis zum nächsten Mal.